how many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. I do apologize for being late. I was obliged to clear up some urgent business. Ja, und damit sage ich Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Council, Folge 13, um genauer zu sein. Und wir haben beim letzten Mal ja das Geheimnis um den mysteriösen Abspann gelöst und deswegen geht's heute dann auch wirklich weiter mit Kapitel 2. Wir lesen aktuell noch ein Buch und ich bin mir noch nicht ganz sicher welches, aber ich denke, die Enzyklopädie haben wir so lange gesammelt, gibt 3 Punkte, die bringen uns jetzt hier am meisten. Und dann starten wir auch schon rein ins zweite Kapitel, und zwar direkt in Lord Mortimers Arbeitszimmer. At last we meet, Monsieur de Richet. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to join us here, it was, of course, in the hope that you would help us find your mother. However, there may be some new developments, but I don't know if they are linked to your mother. We have found Elizabeth Adams' body in her room. I'm afraid she was brutally murdered, stabbed several times. Okay, das ließ sich also nicht vermeiden, auch wenn wir nicht dabei waren. Ist die Gute trotzdem tot und wir werden vermutlich herausfinden wollen oder sollen, wer das war. Who could have done it? That is precisely what I would like you to help us determine, Louis. Duchess Hillsborough informed us that she accompanied you at the beginning of the evening. You apparently bumped into Miss Adams, who wanted to speak to you. We are told you turned her away, and she went away on her own. That's correct. Do you know what she wanted to see you about, by any chance? Ja, nicht so wirklich, ne? Das hätten wir herausfinden können, vielleicht, aber Not in the least. wir haben uns ja dagegen entschieden. The poor child was probably trying to find help. I thought it could wait until tomorrow. Apparently not. Louis, I shan't hide the fact that this tragedy puts me in a very delicate situation. I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference. But the case cannot remain unaddressed. So, I was heißt must das? reassure my guests, and justice will be done. And for that to happen, I must ask for your help. Why's that? You met Elizabeth. You spoke together, I believe. She trusted you. Listen, Louis. Find out who could have committed this murder. I refuse to believe that one of my guests is the murderer. I want to know who is responsible for this. And I trust you. You have my backing. You must stop at nothing. Can I count on you? Of course. How would you like me to proceed? Maybe you could start by going to the scene of the crime. Elizabeth was attacked in her room. Möchte mal wissen, wer da im Hintergrund immer so rumpfeift. Fragen wir ihn mal, was er noch weiß. Do you have any suspects in mind, my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and His Eminence Piaggi. So I think you can remove them from the list of suspects. Monsieur Bonaparte and President Washington left the party after midnight, I believe. They were tired and went up to bed.
Okay, das macht die Wahl ja schon mal eng. Tell me anything else about what happened? Now, Louis, I wouldn't want to influence you. Get over there and form your own opinion. Right. I'll get over there immediately. Thank you, Louis. Now, once you've finished, come back and let me know your findings. I'll be waiting. And Louis, you've got permission to search through the guests' rooms. They've all been notified and they agree. Okay, also, dann werden wir uns jetzt aber erst einmal hier umsehen, würde ich mal sagen. Das hier scheint mir eine bodenlose Frechheit oder sowas Ähnliches zu sein. Da gehen wir mal lieber nicht so nah ran. Ja, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Die Zahl der Verdächtigen scheint ja etwas begrenzt zu sein. Mir würde jetzt spontan der Jacques Peru sofort in den Sinn kommen, weil der sich ja eh so rübelhaft aufgeführt hat. Okay, irgendjemand spielt da mit einem Hund und das ist wohl auch die Pfeiferei. Reden wir mal erstmal mit unserem Bischof, Papst, whatever. What a tragedy, my son. How could Nee, Kardinal war have happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Miss Adams' room. But I would not want to get an innocent man into trouble, Louis. It's probably nothing. Ja gut, der hat ja glaube ich das Zimmer auch in der Nähe. I would talk to Monsieur Peru. You Das remember hatte ich sowieso how vor. violently he set upon Miss Adams. Oh, don't worry. He's on the list of suspects. Dann schauen wir mal uns erst einmal hier oben um. Und sobald ich da dann hoffentlich alles gesehen und gefunden habe, werden wir uns mal als allererstes auf den Tatort stürzen. Das hatte ich sowieso vor. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub? Wahrscheinlich können wir hier auch noch das ein oder andere interessante Buch abstauben. Charming. Das müsste dann die Treppe sein, die wir in einer der vorherigen Folgen nicht nach oben gehen konnten, aber nach unten, jetzt wo wir schon mal hier waren, funktioniert es natürlich. Golden elixir. I'll keep it for later. Which four-letter word could open this chest? Okay, also hier braucht man irgendwie ein Wort mit 4 Buchstaben. R, B, A, E. Sind das jetzt die gleichen Buchstaben für jedes? Ne, das kann nicht sein, weil da fehlt ja ein N und ein S. Also hat wahrscheinlich jedes Ding seinen eigenen N, E, S, L. Da fehlt jetzt das A und das R. Z, okay, das ist wieder ganz was anderes. Okay. Da könnte ich jetzt natürlich wüst rumraten oder das Ganze einfach sein lassen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie ist das jetzt, ein englisches Wort oder ein deutsches Wort? Was haben wir denn? Ich schreibe mir das hier einfach mal auf. Z, A, K und E. Z, A, K und E, das kann eigentlich entweder K, Z, A, keine Ahnung.
theoretisch könnte es jedes sein. Irgendwie scheint mir K oder E sympathischer für den ersten Buchstaben. Warum, weiß ich nicht so genau. Und dann haben wir da R, B, E und A, E, E, A, K, A, K, S, U, E und I, O, keine Ahnung, es wird halt schwierig. N, E, L, S, N, E, N am Ende, Kühn, könnte jetzt spontan alles Mögliche sein. Wie gesagt, es ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt anhand des Textes gehen, der geschrieben ist, dann würden wir ein deutsches Wort suchen, oder anhand der Sprache von den Dialogen, dann wären wir bei Englisch. Und jetzt so ganz spontan irgendwas, was mir ins Auge springt, haben wir auch nicht. Ares wäre, glaube ich, irgendeine Gottheit, hat aber scheinbar auch nicht funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt hier auch nochmal blind geraten. Ich glaube, ich hebe mir einfach die Notizen mal auf. Ich sehe hier auch kein Bild oder irgendwas von einer Statue, die uns weiterhelfen könnte. Doch, hier ist eine Statue. Aber da steht jetzt auch nicht wirklich was dran, was uns auf den ersten Blick weiterhilft. Ich würde einfach sagen, wir suchen mal weiter. Vielleicht finden wir noch eine zweite Kiste mit so einem Buchstabencode, und sobald wir rausfinden, in welcher Sprache wir überhaupt suchen müssen, dann kommen wir hierher zurück. Da müssen wir sowieso nochmal her, weil wir dem Guten ja Bericht erstatten sollen. Und dann probieren wir es einfach nochmal neu. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir mit ihm reden, können wir ihm wahrscheinlich nur berichten von unseren Ergebnissen, die wir aktuell noch nicht haben. Aber wir schauen mal, ob er vielleicht irgendwas Weiterführendes hat für uns. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. I'm listening, Louis. Okay, für ich kenne den Täter ist noch Will zu you früh. remind me of the facts we already know about? Elizabeth Adams was killed last night, but Piaggi was with Home and I until late at night. As for Bonaparte and Washington, they left us after midnight, both tired. Okay, also nur das, was wir bis jetzt schon wissen. Und I'll be in touch as soon as I have any more information. was uns so auch noch nicht weiterhilft. Dazu müssen wir jetzt uns erstmal die Leute alle schnappen. Bevorzugt erstmal die meinen engeren Verdacht haben. Jetzt schaue ich mal gerade noch hier hinten in der Ecke, ob wir da noch irgendwas finden. Das sieht nach einem weiteren Buch oder sowas aus. Hallo? Genau. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal auf in die untere Etage und werde mir als erstes den Tatort anschauen. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich würde an der Stelle wie immer sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.